Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch, die sich dieses Mal nicht ganz so sehr um Formel 1 drehen wird, eher so gar nicht. Kommen wir schnell zur Formel 1. Wir wollen ja versuchen, 24 kleine Formel 1 Autos mit Überholmanövern ganz freifahrend, so klein, ein effektvolles Rennen im Monaco-Abschnitt zu machen. Da sind wir jetzt seit fast 6 Jahren bei. Die fleißigen Zuseher wissen, es geht um die Steuerungsplatinen, die nachher die Straße darstellen werden, und die kommen weiterhin nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns wünschen. Das ist die Lieferkettenproblematik, die da eigentlich als erstes zu nennen ist, Chipkrise und so weiter. Das heißt, auch unser Leiterplattenhersteller ist gerade komplett auf Notbetrieb oder wie man es nennen will. Wir müssen also leider warten. Gibt eine andere Folge, irgendwann hoffentlich, die ganz tolle Fortschritte zeigen wird. Jetzt viel wichtiger: Rio de Janeiro ist eröffnet. Das ist unser wärmster, lebendigster, wildester Abschnitt und auch dieser ist voll von Knopfdrückern. Die habe ich diesmal nicht so begleitet und mitentwickelt wie sonst immer, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, es ist wirklich spannende Technik bei rausgekommen. Fangen wir mit dem Fensterputzer an. Der wirkt auf den ersten Blick erstmal relativ unspektakulär. Klar, an so einem Hochhaus, eine Gondel, die die Fensterputzer hoch und runter fährt, ist schon mal irgendwie ganz nett zum Anschauen, aber wir haben da noch einen kleinen Gag eingebaut. Je nachdem, was der Zufall so will oder was Arne in der Programmierung so festlegt, kann diese Gondel nämlich auch abstürzen. Das ist realisiert. Eigentlich ist es ein relativ einfaches Seilsystem mit also so freidrehenden Rollen. Die können frei drehen oder auch nicht. Da ist nämlich mit einem Magneten ein Stift reingesteckt und wenn der Stift drin ist, dann ist es wie eine Kurbel sozusagen, die diese Gondel hoch und runter dreht. Diesen Stift kann man auf Kommando aber auch rausziehen und dann passiert das. Kommen wir jetzt zur Formel 1 in Rio. Ja, schön wär's. Aber tatsächlich, wir haben ja vor 6 Jahren angefangen, die Formel 1 zu entwickeln. Und auf dem Weg dahin mussten wir mal was anderes ausprobieren. Einfach mal gucken, ob wir diese Technik für andere Dinge verwenden können. Und das hat Axel gemacht mit dem Skateboarder. Darüber gibt es schon mal ein Gerrits Tagebuch, aber hier ist er endlich eingebaut. Und der Algorithmus ist auch deutlich verbessert, weil wenn der Skateboarder mal umfällt, findet das System ihn jetzt und stellt ihn sogar wieder auf. Es ist nicht der sensationellste Knopfdrücker, zu dem wir jetzt kommen, aber vielleicht ist es mein Lieblingsknopfdrücker, denn ein kleiner Clou mit so einer großen Wirkung. Kommen wir zum Flyboarder. Der Flyboarder ist nämlich eigentlich ein geklauter Schweißgeräteantrieb, den man mit einer Motorsteuerungsplatine in verschiedene Fahrtrichtungen setzt, über eine angetriebene und eine mitlaufende Rolle. Und dann war die Challenge, ein Material zu finden, was einfach so eine Zufallsbewegung beim Hoch- und Runtergehen erzeugt, dass jede Bewegung neu ist. Und jeder rechnet damit, dass irgendwann der Flyboarder im Hubschrauber landet. Ja, kann passieren. Wir haben es jetzt etwa 1000 Mal gestartet, bislang ist es nicht passiert. Ich bin mal gespannt, ob ihr die Ersten seid, die es erleben wird, dass der Flyboarder in den Hubschrauber fliegt. Wir wissen es nicht. Hätte ich nicht gerade schon meinen Joker beim Flyboarder abgegeben, dann hätte ich gesagt, das hier ist mein Lieblingsknopfdrücker. Aber egal, weil hier haben wir 22 Minicomputer eingebaut, die wirklich mit KI jeden einzelnen Spieler steuern. Echt. So sieht es zumindest aus. Es ist aber nur ein einziger Kettenantrieb und das macht es so besonders. Eine Spielerin hat den Ball, aber die anderen werden durch die Magnetfelder so getriggert, dass es wirklich aussieht wie ein wuseliges Fußballspiel. Auch am Rand sitzen noch so ein paar Auswechselspieler, die noch ein bisschen Ball hoch üben. Es ist einfach herrlich. Freut mich total, es anzuschauen. Kommen wir zum aufwendigsten Knopfdrücker vielleicht des gesamten Miniatur-Wunderlandes. An der Kirmes haben wir schon sehr aufwendige Knopfdrücker, aber das hier steigert nochmal alles, weil man setzt mit einem Knopfdruck die größte Anzahl von Motoren, Antrieben, ob Linearantriebe, Seilanzüge, Stangen, Zahnstangen, Zahnräder und Magneten in Gang, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben das Ganze wie einen langen Linearantrieb ausgerichtet. Es ist aber nicht einer, es sind 6. Und zwar wollen wir, dass der Zug sich langsam in Bewegung setzt auf einen zu. Und so können wir die einzelnen Wagen steuern. Die einzelnen Wagen haben teilweise bis zu 6 verschiedene Antriebe an Bord, aber dazu gibt es ausführliche Videos, wo das viel besser und mit viel schöneren Bildern noch erklärt wird, die hier verlinkt sind. Der Vogel hinten ist unser Rekordhalter, der hat 6 Bewegungen
Er fährt erst hoch, er öffnet seine Flügel, dann wird die Blume geöffnet, die Tänzer kommen hoch, hinten tanzen 2 verschiedene und an der Seite Tänzer. Insgesamt 6 verschiedene komplizierte Bewegungen. Was ich hoffe ist, dass ich immer, wenn ich möchte, einen Platz hier kriege, dass ich gucken kann. Das war nämlich gar nicht so einfach, weil es ist einer der beliebtesten Knopfdrücker geworden, was uns alle sehr freut. Und dass das Ganze wirklich im Dauerbetrieb funktioniert. So, jetzt setze ich schnell wieder die Maske auf, weil hier wollen ganz viele Leute gucken und zeige euch den nächsten Knopfdrücker. Wir setzen ja Seilbahnen und Zahnradbahnen gerne auf Knopfdrücker, weil das bietet sich einfach an, dass da interaktiv mit der Anlage gespielt werden kann. Hier haben wir unsere erste Straßenbahn als Knopfdrücker und da fragt man sich natürlich sofort, warum haben wir da so eine auf den ersten Blick kompliziert erscheinende Technik reingebaut und nicht einfach eine Standardstraßenbahn genommen? Ganz einfach, weil die Eisenbahn fährt nicht so zuverlässig, wie man sich es wünschen würde. Wir sind hier nicht umsonst mit so vielen Leuten am Leitstand und betreuen die Eisenbahn. Also hat Arne sich eine Technik ausgedacht, die besser ist. Es ist sozusagen, man könnte sagen, eine Seilbahn oder eine Zahnradbahn. Es ist auf jeden Fall keine klassische schienenversorgte Straßenbahn. Also die kriegt ihren Strom nicht durch die Schienen, sondern an beiden Enden ist eine Rolle. Es ist ein Seilzug mit einem Mitnehmer als Magneten und der führt die Straßenbahn. Die Riesenherausforderung war das, in die dünne oberste Schicht des Viaduktes reinzukriegen. Warum machen wir das so? Weil es einfach wartungsfrei ist. Das können wir mit der Eisenbahn nicht machen, weil so viel Aufwand für die gesamte Schienennetze zu machen, unmöglich. Aber in so einer schönen, prädestinierten Stelle diese komplizierte Technik mal einzusetzen, dafür aber nahezu wartungsfrei, ist uns eine große Freude. Hier wird mir zum Verhängnis, dass ich in der Schule Französisch gewählt habe und nicht Spanisch, denn gleich gibt es Ärger, wenn ich Capoeira ausspreche. Ich hoffe, es war einigermaßen. Hier haben wir die Capoeira-Kämpfer. Warum wiederhole ich es dann nochmal, wenn ich es nicht aussprechen kann? Diese Kämpfer hier, die hat Tim gemacht und er kümmert sich ja um die Projektion auf der Anlage und hat gesagt, ich schaffe es auch mit Projektionen eine Illusion in ein Gebäude zu zaubern. Und das hat er in Form dieser Kämpfer gemacht und ich finde, es ist sehr gut geglückt. Schaut es euch mal an. Bevor wir jetzt zum Zuckerhut kommen, ist hier der Corcovado und wir versuchen ja immer mehr mit kleinen Tricks Projektionen einzusetzen. Das heißt mit Projektionen das Ganze noch lebendiger zu machen. Und das müsst ihr euch nachts beim Corcovado mal anschauen. Sieht echt gut aus. Die Zuckerhut-Seilbahn ist für uns natürlich ein absolutes Muss und eigentlich ganz dankbar, weil es ist zwar die steilste Seilbahn, die wir jetzt im Miniaturwunderland haben, aber es ist auch die kürzeste. Und Seilbahn können wir, das haben wir hier jetzt nochmal sozusagen unter Beweis gestellt oder bewährte Technik verwendet, aber sieht natürlich schon schön aus und man möchte da sofort mitfahren. Gehen wir weiter. Kommen wir zu diesem Knopfdrücker. Man sucht ja oft eine Sensation, um irgendwas anzupreisen, aber hier haben wir wirklich, ich schwöre, hier haben wir wirklich eine. Es ist nicht die steilste Seilbahn der Welt, es ist vielleicht auch nicht die schönste oder die längste, aber es ist, sage und schreibe, die einzige waagerecht fahrende Seilbahn im Miniaturwunderland. Weltpremiere, das erste Mal, dass es uns geglückt ist. Last but not least kommen wir zur Monorail-Einschienenbahn. Wir haben es hier in den letzten Tagen mehrfach zum Laufen bekommen. Es ist ein Kettenantrieb, der über sehr viele Zahnräder und Umlenkrollen funktioniert. Theoretisch wirklich Dauerbetrieb geeignet. Also das da drunter kann funktionieren. Problem ist der Schlitz. Und wir werden in den nächsten Jahren versuchen, eine Lösung zu finden, immer mehr dazu zu lernen, um dieses kaum wegdenkbare Detail doch noch in den Dauerbetrieb überzugehen und nicht wie so oft heute auch wieder es auf Rot stehen zu sehen. So durchwachsen wie dieser Knopfdrücker war auch das ganze Jahr 2021. Ich habe es letztes Jahr an dieser gleichen Stelle schon mal gesagt, ich wünsche mir ein anderes Jahr 2022, wo wir aus den Dingen, die wir erlebt haben, gelernt haben und irgendwas anders machen. Mal schauen. Ich freue mich auf viele von euch, die auch 2022 unsere Tagebücher verfolgen, uns vielleicht im Miniaturwunderland mal besuchen. Idealerweise haben wir das Thema dann endgültig, hoffentlich erledigt. Ansonsten bis dahin erstmal habt eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in ein möglichst tolles Jahr 2021, was dann uns hoffentlich eine Formel 1 bringt. Bis dann, tschüss.